Hi, ik zie Jacob. Ik heet en jeder einer van jullie welkom. Mijn vrienden dat jullie in Lebenswasser zijn. Je kan jullie kinderen en de kindertjeuk nambrengen. We hebben kindertjeuk van ganz kleine baby's tot 12 jaar oud. De kinderen die kunnen daar leren wel aan te beden. Ze kunnen leren geven. Ze worden ook een klare boodschap hier in er niveau wat zij kunnen verstaan. Mijn vrienden dat jullie kinderen hebben metgebracht. Dat wordt een stad zijn waar ze zeker zijn en de gouden tijd wat ze aan veranderen. Nadem, dan wil ik jullie terug goed holt je een koffie, een thee en spaziert met samen mensen. En dan hier in 2 minuten wieder, waar we aanvangen met de service. In onze service, waar we aanvangen met aanbedingsgezang, er wordt ook een tijd zijn waar je geven kan. En nadat wordt een van onze pastors opkomen en een klare praktische boodschap heeft, wat als voor jullie vandaag. Zo, mijn vrienden, dat jullie alle hier zijn, ik wens jullie Gottes zegen. Guten Morgen, Lebenswasser, weil wir abstehen und wollen leider taub sein. Durch deine Gnade
dine Leibe ist Krater, dine Leibe starker, dine Leibe erweigt mich, der erweigt mich, ja. Dine Leibe ist Krater, dine Leibe starker, dine Leibe erweigt mich, der erweigt mich, ja. Dine Leibe ist Krater, dine Leibe starker, dine Leibe erweigt mich, der erweigt mich, ja. Dine Leibe ist Krater,
Jesus de hand. Thank you, Jesus. Yeah, there we go. Hey, wir wollen mal opmerken für die Offering, so jeder einer kann geben. Und so alles, was wir hier tun von der aus Samaria, in jeder Sonntag, dort aus dem Gott hochheben, sie loben, sie Namen hochheben und sagen, wo Gott heißt, wir tun das für seine Ehe. Und wenn die geben tun, dort wirkt der Ehe. So, du kannst mit der Zeit nehmen am Frau und das wird ich frei geplant geben von der. Ist dort eine Ehe für die? Ich will die Ehe ist mit dort, was ich geben darf von der. Amen. Thank you, Jesus. Dankeschön, Jesus, dass wir können dienen mit sein von der. Herr Jesus, dass du hier bist und dass wir können die loben und die preisen, dass du real bist. Wir können die viel Dankeschön für dort. Wir wollen die Ehre von der mit dort, was wir geben tun. Alles, was wir von dir haben, alles, was wir haben von dir, das Geld, die Arbeit, unsere Gesundheit, unsere Familie, all die guten Dinge kommen von dir. Und wir sind die Guten, die in Porträg von der und Jesus Namen. I have
til die sing, dat die ons vrijmerkt has, Gott. Dankschön dafür. Ich dank dir, dat wir können in die frei sein, dat wir können in Port sein. In Port haben vom Himmel, was du für uns reinmerkst, Gott. Ich dank dir dafür. Ich bete, Gott, dass du uns wirst losmerken und frei merken. Für was immer uns wird bodern, was immer uns wird hindern, um nicht die kommen, um die ganz anbeten, so dass die dort verlangt hast, Gott. Ich bete, dass wir wollen können, eine ganz offene Gemeinschaft haben mit dir, Gott. Ich danke dir dafür, Herr. Dankeschön. Du lädst mich durch dort Leben. Du rennst mich von den Sturm. Du gehst mit mir durch Trouble. Meine Krankheit holst dir. Ich glaub an dich. Gott, ich glaub an dich. Gott, ich glaub
sind in einer Reihe von Botschaften, die heute Verhältnis mit Gott. Und ohne Wort, da haben wir unsere Valores noch gehangen, ein von den Seiten dort. Wie wir Gott persönlich haben, wir nicht bis Reile nur gehen, sondern wie wir ihn persönlich haben. Und ich freue mich, dass mein erstes Plus, dass wir dort angehangen haben, aber dass wir als Kirche, dass wir alle dort leben da. Und vielleicht lieben dort mehr dort zu leben, was mein ein persönliches Verhältnis hat. Mein Freund, der teilt mir mit das Werk, er sagt, dass er Klock 5 morgens am Weg war, und hat gefahren. Und auf einmal kommt ihm ein Name an, so er steht, kommt ihm ein Name an, ein von den Menschen, was heute kann, sein Freund oder was immer. Und dann fängt er an zu beten für ihn. Und betet für den Freund, und er nimmt Zeit. Er sagt, er hat seinen Phone genommen und WhatsApp abgedialt, nur den sie genommen und hat bis da nicht mal morgens gesagt, aber bis anfangen zu beten. So ist der Jesus hat geleitet, hat er gebetet für den und schickt den dort. Und Luther, als der Mann abweicht, dann sieht er dort, dass somebody hat für ihn gebet. Dann hat er ein Message zurückgekriegt von diesem Freund, und er hat gesagt, ich wieder nach ab. Und ich dachte, wer kann für mich beten, wer wird mein Freund sein und besieht mich stunden, durch diese Zeit durchgehen. Und er wird das, er hat für ihn durchgebeten. Und so, was ich will sagen mit dem ist, dass mein Freund hat eine persönliche Gemeinschaft mit Gott und am Camp wird an, der redet zu ihm und er wird gehorsam und er betet für diesen Freund, kriegt was den fehlt, kriegt die rechte Zeit. Und dort, was wir von reden, das sind die Botschaften, wo wir bei sind, wie wir wir sind ja mehr von dem Lehren, was das wirklich meint, ein Verhältnis haben mit Gott. Und so, mein Freund, ich kann das tun, und du kannst das. Gott, der will ein Verhältnis haben mit dir. Und so, wir müssen mit dir kommen am Danken für die Gemeinschaft, die wir haben mit ihm. Amen. Dankeschön, Jesus, dass wir können in deinem März sein. Dankeschön, Jesus, dass wir können Gemeinschaft haben mit dir. Dass du zu uns redest. Halt uns bis, dass wir mehr von der Lehre, wenn wir nur im Wort nennen, die Botschaft war hier, dass uns hier Gedanken an sofort was aufsenden, um das abnehmen, was du von der zu uns zu sein hast. Dass wir können wachsen in der. Dass wir eine enge Gemeinschaft haben mit dir, dass wir deine Stimmen klar hören. Dankeschön, Jesus, dass du mit uns bist. Ich bete, dass wir sehen, über jeder einer, was hier ist, all die, was uns watchen und online, dass jeder einer, was in Wort kriegt von der. Und Jesus, in Namen beten wir. Amen. Amen. Die können in Tool sagen. Ich heiße jeder einer welcome hier, mein Freund, dass ihr hier seid. Bisher gut, dass ihr in diesem Service hier seid. Ich bin stolz, dass ihr Kinder zwischen den Service da. Die Kinder, die haben lots of fun, auch in der ersten Service, mein Freund, dass ihr die Kinder mitbringen. Und dass wir können mit ihnen top die Kinder lernen, bis von haben in der Kirche. Und Gott sie wird lernen. So, Dankeschön für die Kinder, an die Kinder Kirche bringen. Den Video-Announcement spielt, hier ist ein Video für die Youth. Das ist ein Announcement, das ist für ihn. Check nur das. November den 18. daran wollen wir ein besonderer Service hier ist zu haben. Ich glaube, das ist eine Danksagung fast. Und so, da wird besser scheinen, hier den Tag kommen, trägt für den Tag, da wird some Snacks sein, some Dinge, was ihr essen kann. Und da wird eine gute Zeit sein, wo wir Gott danken für die Ernte und für viele Dinge, bis eine Danksagung fast. So, checke Fähre war ich für dort November den 18. Auch November den 18. dann wo ich eine Karten anbringen, den Meier für Jesus Projekte, wo ihr all habt über gedacht und über gebet, was ihr geben will für das Projekt. So vergeht das nicht, wenn ihr ein bisschen Denken halten, dass ihr die Karten wo anbringt und was mit dem Projekt das kann wieder gehen. Das ist November den 18. Und heute groß den Theme Night, ihr seid November 18, bringt ihr eine Freunde an, was eine gute Zeit sein für ihr Youth da. Und November den 25. dann war wir ein Taufhaus haben. Wenn hier somebody ist, was der hat Jesus angenommen, noch nicht habe den Glaube getauft. Wir merken das auch für ihn, ich kann ein bisschen Namen abschreiben, wo wir mit ihnen reden. Und dann werden wir ihn taufen, November den 25. So, das ist weit von den Announcements, wie wir wieder gehen, der Rief von Botschaften, Pastor Steve, der wird predigen. Ich würde bis fragen, dass ihr abstehen, wo ich vielleicht mal ein bisschen über die Seite gehen, vielleicht habe ich noch nicht allem getroffen, zum allem high sein. Und dann wird Pastor Steve anfangen zu predigen. Welcome here.
Dat is goed. Mij deed het ook goed. En welkom hier. Al die van jullie wat niet willen zo tijdig opwaken, je bent nu hier, so dat is goed. We hadden een goede tijd, klok 9. En we worden nu ook een goede tijd aan. So, Ferric en de boodschap nango, we worden wieder gaan in de rij van boodschappen, zoals Pastor Jacob al zei deed. Maar ik wil je plus ook fresh denken helpen wegen deze korten. Wanneer je dat nog niet hebt, je kan die van daar bij een infodesk oppikken. En dit heeft te doen met ons buurproject. So, we willen buren, zoals vele van jullie weten, want we willen ruim maken te meer mensen doen. Dat is hoe we dit doen. En de oorzaak voor wen is, wens de kerk de worst. En zo ik dacht, ik wil je een beetje weten laten, wo dat wieder komt. En zo, dit is wel weer de laatste som jaren gewassen hebben. Ik wijs je dit beeld nogmaals. Dit jaar zijn we 524 gelijk. Want we dat worden zoals een promedio nemen. En zo dat is even 100 mensen meer als wat we te jaar werden, but aanvangs november. En zo we even Gott de Ehre ver. Jezus biedt zijn kerk en we hebben den verreicht zum Port van dort zijn. Dit is voor wen we buren doen. Te meer mensen doen. En ik dacht zo, ik wil je wijzen monatlich. Dit is wat het gaat, so januar, februar, maart en zo wieder. So je kan zijn dat het niet allemaal een gelijke lijn als niemals. En wat we fertig zijn, als aanvangsjaar hebben we de meeste mensen, dan gaat het rauf de zomer. Wens dan zijn we vielleicht Rütje voor, of wat immer. En dan een jaar dan vangt het een klein beetje aan te heffen. Maar dit jaar wat we zijn, als de zomer als vol geweest, in oktober, als zeer vol geweest. We vangen aan met 2 Gottesdiensten in oktober aan. En so we hebben durchschnittlich 650 mensen in de kerk en een zondagsmorgens in oktober gehad. En so dat is een record month voor ons. We hebben nog niemals een maand gehad met meer mensen als in oktober. So that's awesome, right? Amen. En so dit is voor wen we buren doen. Wens er komen meer mensen toe, dat is goed, dat we doen. We erwarten dat het wordt zo blijven en wassen blijven. En so we willen rijden maken te meer mensen doen. En zo dat is wat dit project als ik omhandelen deed. Zum rijden maken voor dat. En zo ik wil de van jullie reden wat nieuw zijn. Met nieuw meen ik, je bent hier vielleicht 1 of 2 maanden geweest. En je bent nu niet in Lebenswasser. Ik wil je welkom heten. Mij vredet op eerms dat je hier met ons taub bent. Ik hoop je aan de goede tijd. En ik geloof je worden fan je deint worden. En zo we zijn immer naar de nieuwe mensen komt en voort met. En laat het schijn gaan. En drinkt de koffie en hoort de boodschappen en leert de Leute kennen en had een goede tijd met je familie taub. En zo welkom hier al die nieuwe mensen. En terwijl van jullie wat al methelper zijn in de kerk, al die wat doen in de kerk, wie namen die methelper. Wens we zijn hier bij Lebenswasser, een van onze weten is, we zijn methelper, niet metvorder. En zo, we worden onze goven brücken, Gott te doen. En zo, wanneer je hier een beetje länger bent geweest en je bent nu zo weit dat je de entscheidung getroffen hebt, we willen hier in de kerk voeren, dan worden we jullie moed maken om een methelper worden. We geloven dat jeder een van ons heeft goven gekregen van God, zum mensen doen en zum am doen. En zo, ik wil jullie moed maken, wanneer je nog niet een methelper bent, aber je weten dat dit is de kerk waar je willen zijn, dan moet ik je moed maken, neemt die kleine blijven kort, wat in de zet is, wat verjunt is. Dus een kleine blijven kortje met een hondje daarboven, dat is ons deinen kort. Ik wil je moed maken, om je naam dan opschrijven en je phonenummer dan opschrijven en breng den naar een informationdash, dat je kan een methelper worden. De kerk die was van meer mensen komen en zo dan valt het ook aan meer methelper, we hebben meer gelegenheid zum doen. En zo ik wil je moed maken, zum dat doen. En dan denk ik, wat ik jullie wel moet merken, wanneer dit jullie kerk is, dat je beden doen en de hele jas vrouwen doen, wat wel hij gaan, wat je doen ten poort zijn van de meer voor Jezus project, wat we in de kerk doen. En zo dit is een ding wat ik in mijn vrouw duiden. En bloos jullie een beetje zijn, wat we dat doen, bloos zum jullie ideeën geven, wat dat kunnen schaffen. En zo we beden dit derg en we wissen niet, nee, wat van nummer zullen we dan opschrijven? Of wat gaan we doen? En zo we beden over deze zaak en dan aanvangs oktober
dan had ik de gelegenheid naar een conferentie te voeren in de States bij Gateway Kerk met 8 van onze leiders in de kerk. En we hadden toen een tijd van aanbidding. En in die tijd van aanbidding, een van de leiders, dan juist God mij een nummer, ganz klar en zijn. En ik wist voort van wat hij reed, want ik en mijn vrouw hadden gevraagd van nummer. En aber ik stond me een klein beetje met die nummer wat hij mij juist. Zoals ik zei, is het werkelijk? Dat kwam zich me een beetje hecher vers wat ik dacht, we würden ze dan abschrijven. So einer heeft dan een klein beetje een kampf met dat. Aber ik kwam dan terug naar huis en ik reed met mijn vrouw daarvan. En vroeg wat zijn vijandheid en we reden over dit. En we kwamen in een eindigheid wat we vertrouwen God ons te leiden dat, om op onze kort abschrijven. En zo de 18 november, 2 weken van vandaag, waar we dat hier aanbrengen naar de kerk en waar we dat geven. Want we zijn bereid ons part te doen. Voor ons is dat reikt ons dat een beetje uit, zo te zijn, en ons geloven. Want we hebben nog niemand die alleenheid had in ons leven, om zoveel geven als wat we nu feilen doen, wat God ons te leiden deed. Aber wenn hij roepen deed, hij is true en hij wordt een weg geven, dat we dat kunnen doen. So we freien ons al, om zijn wat hij in ons leven wordt doen durch dit. En zo ik wil jullie merken, dat je in je bed zijn en vreuen God, dus wat wist u van mij, of wanneer je bevrijd zijn, wat wist u van ons God, en red dat dan durch. Nou, een ding wat klaar is voor ik en mijn vrouw, dus we hebben een entscheiding gemerkt dat we worden weens 10% geven naar de kerk, en zo we doen dat iedere maand, door waar we bij blijven, en zo dit aspect zie dat. Weens de kerk die rand wieder, en we willen mensen doen, niet bloos een gebied bouwen. En zo dat is wie dat doen. En de oorzaak weet ik dat met deel, als bloos tim junt, som je doen geven wou, je dat kunnen doen, onge junt. En zo dat is een zijn van God ons nogmaal uitvorderen deed, en zegt nu neem mal een stoop en geloven. Kost du er allebei in derg zijn? Nee, ik kom er niet allebei in derg zijn, zei we vielleicht, aber hij zegt, ik ben bij die. Ik word die niemals verloren. En zo dit ganze ding heeft te doen met den thema waar we van reden doen, en dat is Veheltniss met God. God redt te ons. We hebben Veheltniss met hem. Laatste zondag checkten we den thema, ik kan hieren. Ik kan hieren. En we zagen den vers, Johannes 10, vers 27. Mijn schoep hieren, mijn stem, en ik kan het, en die komen mij hingen. En zo we zagen dat, wanneer we in Gott zijn familie zijn, wanneer we weitergeboren zijn, dan zijn we een van zijn schoep, zo te zijn. En zijn schoep hieren zijn stem. Hij zegt niet vleich, hij zegt niet hoffentlich, hij zegt niet wanneer ze goed genoeg zijn, of wanneer ze lang genoeg gedient hebben. Nee, mijn schoep hieren mijn stem. So dat is een ding waar we hier ganz klar zijn. En ik kan het. In andere woorden, hij heeft Veheltniss met ons. Hij kent ons. Dit is een persoonlijke ding. Hij zegt, zij komen mij hingen aan. Dit geeft ons die alleenheid, om Jezus hingen aan gaan. Een weg waar we dat zeggen hier in de kerk is, we worden God persoonlijk kennen. God wil Veheltniss, niet bloos mensen regelen. God wil Veheltniss. Dat is een beetje zoals waar we zijn in je eigen. Stelt je mal voor, wanneer je eigen gebied wordt bloos op mensenregelen. Of andere wordt bloos op een list, wat du zo doen jede dag, om die partner goed te zijn. Oké, so we stellen ons een list op. Ik en mijn vrouw worden een list hebben. En door bovenop die list worden we zeggen, 2 maal een dag hond houden. Check. Ga ik nu gekomen. Dat wordt zijn 3 maal een dag een kus geven, aber bloos een kaart. Check. Oké, dat hebben we gedaan. Stelt je mal voor, wanneer je eigen zo start wordt. En iedere dag wordt je de list even checken. En zijn ik dit nu gekomen? Yep. Zijn er alle nu gekomen? Hey, het is een goede dag geweest. We hebben een goede eigen. Dat is niet zoals het schafft. We hebben Veheltniss. We vertalen. We hebben gemeenschap. En zo, dat is niet bloos mensenregelen, dat is niet bloos een list, maar dat is Veheltniss. En dat is wat het wordt vermeerd. Krijgt als het in de eigen is het ook met ons Veheltniss met God. Dat is niet bloos een list,
wo wir uns durchschreiben, in 5 Minuten Bibel gelesen, check. Nu habe ich 3 Minuten Gebet, check. Jeder Sonntag, meist jeder Sonntag in der Kirche, check. Nee, dort jetzt deutlich steht, wir reden von Verhältnis. Gott will uns persönlich kennen. Er will Verhältnis, nicht bloß Menschen regeln. Frag wieder gut in der Botschaft, some von Ihnen wundern vielleicht, was der mit Gläser, wo wen hat die Gläser ab von der? Und so, bloß, dass ich klar denken kann für die ewige Part von der Botschaft, wo ich dort nie sein, die Ursache, wenn ich von der Gläser an habe, wenn es mir wird, seht ich soll. Und wenn ihr wundern, wer dort ist, die von Ihnen, die befreit sind, ihr weiten, wer dort dann ist. I guess ich war Wäser, so niemand ein Gläser brauchen, oder irgend so was. Und so, wenn ich nicht Gläser brauche, dann ab einen Tag, dann sind meine Uhren nur am Meiden, dann kann ich nicht mal meine Füße klar sein. Und so, das ist wichtig, dass ich auch klar sein kann. So, letzte Sinne, ich kann hören von dir, ich kann ein Frint sein. Das ist das Thema von dir. Ich kann ein Frint sein. Und so, diese ganze Reihe von Botschaften redet wie von diesem Thema von Verhältnis mit Gott und von Gott hören. Und so, die Rehbotschaften handelt sich sehr um den Thema von wo Gott hören. Und aber von der wird besonders sein, wo wen Gott hören. Wo wen ist es wichtig, dort wir Gott hören. Und wir wollen in den Thema checken und sagen, ich kann ein Frint sein. Stellt dir mal vor, ich und du, wir sind Frint. Wir sind gute Freunde. Und so, ich will nu 2 Optionen geben von was von einer Art Freundschaft wir haben. Und ich will haben, dass je wählen, welche Art Freund wo je Leiber wählen haben. Okay? So, wir sind nu Freunde, die passierten auch gleich, und du kommst in Hospital nennen. Nu bist du in Hospitalbad, und du bist du Fuß, sozusagen, sie haben die mit Schläge abgehakt, so du dann down in Hospital, du bist du nicht Fuß. Kostet nicht los. Und ich sende ihn Freund. So, der erste Sort Freundschaft, ich komme nun in ein Hospital, und ich habe ein paar Briefe geschrieben, und die gesagt, wo sei ich die gleich, oder die Dinge geschrieben in den Brief. Und ich komme nun in den Dash, wo du am Affären ist, gewöhnlich frage wie, hey, wo ist mein Freund, und wo fing ich den, wo eine Stufe. Und, aber ich bringe bloß diese Brief durch so an, und dann sage ich bring diese Brief zu meinem Freund. Das ist ein guter Freund. Ich will haben, dass er diese Brief kriegt, und dann sage ich weich, und ich gehe und tue meine Dinge. So, das ist eine Sorte Freund. Nu, die nächste Sorte Freund, wenn wir sagen, ich komme im Hospital, wir sind Freund, und ich frage, wo ist mein Freund? Ah, da ist du so in Stufe Nummer 4. Okay, ich fing mit Stufe Nummer 4. Und du bist in Bad, ich komme und ich sage mir durch, und wir verteilen, wir haben Gemeinschaft, wir haben eine gute Zeit, ich rede Leben über die, ich komme da nicht nennen, man, mit die lautet Schlag. Oder, was wollen noch alles geben? Nee, ich rede Leben und Hoffnung über die. Ich fahre wieder und tue meine Dinge durch den Tag. Ich schreibe die noch ein paar Mensages, bloß zum die weiten Leuten. Ich denke an die, wo das ist. So oben komme ich noch vorbei, war bloß zum Schirmmerken, dort alles ist gut. Und wenn die irgendwas fehlen, und die sagst, ja, mir fehlt was, der einzige Ding, was sie mir hier geben zum Eten, ist Jello, Zeta. Kostet mir mal was Eten holen. Habe ich mal so getan, Eten in ein Hospital gebracht, für vielleicht ein Familiar oder ein Freund? Okay, die von ihnen, die abrechtig sind. Ich habe es getan. Debbie, als wir Kinder hatten, sie hungert immer so sehr, aber die haben nicht gut eten. So ich werde weichen in ein Restaurant und schlick mir was zu den Hinger der nennen. Und so eine Art Freund. Und so du bringst dir was empfehlen dort und du helpst dir. Und je haben vertaal. Wann von den Freunden würde je lieber wollen haben? Der erste mit dem Brief oder der zweite mit dem Verhältnis? Ich glaube Verhältnis, right? Weil ihr dort ein Beispiel von, wo wir dort manchmal haben, und uns Verhältnis mit Gott. Gott hat uns Briefe geschrieben, und die sind sehr wichtig, und dort ist die Bibel.
die Bibel soll wir uns sehr wichtig halten, aber für some von uns als Christen, das ist das einzige Verhältnis, was wir dann haben, ist, wir lesen den Brief durch. Aber das geht nicht deutbar aus dort in der Vertalen. Ist die Bibel wichtig? Unbedingt der aus. So wir die lesen? Unbedingt. Aber Gott will Verhältnis. Nicht bloß uns ein Buch geben und sagen, hier, nu lese das und dann sei uns. Und so Gott will uns Frint sein. Kann ein Frint sein. Und so wir sind in Johannes Kapitel 15, Vers 15. Jesus redet hier zu seinen Jüngern, er sagt, ich nenne nicht mehr deiner, weil ein deiner weiß nicht, was sein Haar tut. Ich habe ihn Freund genannt. Und so Jesus nannt uns seine Freund. Und das ist eine große Part von, wen er will Verhältnis haben, wenn er will ein Freund sein. Er nannt uns seine Freund. So von der, wo wir checken, die 3 Prinzipien über wo Gott redet. Das sind noch nicht die Details, aber das sind Prinzipien, über wo Gott redet. So wenn ihr abschreiben wollen, in die gleichen Notes zu merken, dass die Luther dort mit checken könnt, hier sind 3 Dinge, die wir wollen durchgehen, über wo Gott reden wird. Und so der erste ist, Gott redet nicht zu Robotern. Und some von ihnen denken, nu Robotern, als dort ein Plotteachet wird, dann merke ich die bloß alle ab. Na, some von denen merken wir ab, aber das ist wirklich ein Plotteachet wird. Und ich fand dort eine Wiederbuch, und so das ist ein Roboten. Und so, was ist ein Robot? Ich habe mal geschafft, ich eine Schmied, und wir hatten da Roboten, die Bräusen deuten. Und so, das ist eine Maschine, eine Maschine, und so, wir deuten den dann in Programme dann schreiben, dass die Maschine wisst, was die tun soll, dass wir den Programm so nennen, an den Robot, und dann fährt die los. Und dann brauchst du die kleine Bieter. Kriegst du, was wir den fair gesagt haben, in die Programme. Und so, wenn wir denken an, wo du wie verteilen, wo haben wir Verhältnis, das sind 2 Hauptwege, das sind mehr, aber 2 Hauptwege, wo wir verteilen tun, mit einem Ding oder einer Person in uns Leben von dir. So der erste Weg, wo wir verteilen tun, ist auf mechanischen Weg. In anderen Worten, ich glaube, meiste von ihnen haben das getan, als sie von der auf dem Weg hier haben, wenn sie die fahren deuten. Die verteilen mit ihnen fertig. Wenn die Busia fahren wollen, was tut ihr? Auf dem Reiter steht Handreichen mit einem Fout. Dann weiß die Chor, okay, ich soll nicht Busia. Wenn die sagt, da fahren wollen, was tut ihr? Some von ihnen haben es vielleicht nicht getan, aber haben es vielleicht. Auf den Break abdrehen. Dann weiß die fertig, nu werden wir sagt da. Oder wenn ihr einmal Eich wollen, dann wängen wir und dann fährt die Chor einmal Eich. Und so wir verteilen in Zeit Eva mit unserem Chor, wenn wir fahren tun. Wir reden nicht mit wir, aber wir haben Kommunikation sozusagen. Wir luden dort fertig, weiten, was fehlt zu tun. Das ist mechanische Verteil. Vielleicht habt ihr das nicht getan mit ihnen fertig, aber ihr habt das getan an ihnen Fun. Wo verteilt ihr mit ihnen Fun? Na, ihr dreht auf der Reite steht. Wenn ihr weiten, wo den zu brücken. Wir drehen auf der Reite steht und an der, wo ich den fair sein soll, was der soll tun. So, wir haben Kommunikation mit uns Phone, nur wo wir abdrehen, dort was der Phone dann tut. Und so, das ist ein Weg von Kommunikation haben, von Verteilen haben. Und manchmal glauben wir, dass das ist Gott, dort mit uns tut, aber wollt ihr, Gott redet nicht zu Robotern. Wir sind nicht Robotern. Wenn wir wären, dann wird Gott ein Programm schreiben, und dann würde er uns dort nennen sagen, und dann würden wir bloß einmal kriegt das rechte Ding down zu der rechten Zeit, kriegt es, und wir würden nicht mal denken, und dann würde bloß das dort wieder gehen. Das ist was ein Roboter tut. Aber das ist nicht das Art Verhältnis, was wir mit Gott haben. Noch ein Weg von Kommunikation haben, als Verteilen, so wie wir bekannt sind. Personal. Wir verteilen nu, ich sage, was du hörst. Du sagst, was ich höre. Dort ist wie Verhältnis abbauen. Und dort wird Gott mit uns will. Gott
will uns Frint sein. Und so er will nicht zu uns so vertellen, als wenn wir Roboter sind, aber anders. Wenn ihr in der Bibel mit Hand redet, in 1. Mose Kapitel 18, 1. Mose Kapitel 18, wir wollen mehrere Versen durchlesen. Und so, wenn ihr eine besondere Sprache kann, wird ihr gleich zu lesen oder so. 1. Mose Kapitel 18, und wir wollen in Vers 17 anfangen. Und bloß so wie ein bisschen weiten, was hier angeht, Gott will kaum eine Vertal haben mit Abraham. Und so, Abraham wird ein Mann, der tausende Jahre trägt, leben dort. Er hat einen Sovrino, laut, und sein Sovrino, er wohnt in 2 Städte, die nicht weit off wären, von wo Abraham wohnt dort. Sodom und Gomorra. Und so, du wird viel Sinn in den Städten. Du wird nicht eine gute Stadt. Du wird eine schlechte Stadt zum Sein. Menschen werden in ihnen Fleisch hingern, da wird nicht eine Stadt, wo Gott geirrt wird. Und so Gott über dem ein Tag als voll von der Sinn, was du angeht. Und so er sagt, dass er wird das nicht mehr abriemen. Und so dort, wo wir sind in der Geschichte, und nu kommt er nach Abraham, und Gott redet frei sich selbst ein bisschen, als er soll Abraham weiten looten, was er in Plun hat. Und dort, wo diese Geschichte ist. Und so, und der Herr sagt zu sich selbst, sozusagen, soll ich dort von Abraham holen, was ich tun will? In anderen Worten, soll ich ihm dort sein oder soll ich ihm dort nicht sein? Er fragt sich selbst, soll ich dort holen von Abraham? Wenn heute wird ein großes und starkes Volk worden. Und alle Völker auf ihr durch ihm gesehnt worden. So Abraham wird ein großes Volk worden. Soll ich das holen von ihm? Er sagt, nee. Ich habe ihn dort gewählt, dort er seine Kinder in nu kommen und rechten soll, den Herrn sein Willen zu tun. So Gott wird sich einigen und sagt, ich will ihm dort vertellen. Sie sollen im Reich sein und gerecht sein, so dort der Herr Abraham dort geben kann, was er ihm versprochen hat. So Gott hat Abraham eine Versprechung gegeben, er hat mit ihm geredet, und so nu sagt Gott zu sich selbst, wenn diese Versprechung, was ich Abraham gegeben habe, soll ich ihm das auch sein. Dann sagt der Herr zu Abraham, er redet zu Abraham, du hast ein schworet Klau in mir, der gedrungen über Sodom und Gomorra. Die versündigen sich sehr schlimm. So dat sehr schlecht, was du angeht. Nu will ich durch gehen und selbst nur sein, als es wirklich so groß ist, als gesagt wird. Wenn das nicht ist, dann will ich da weiten. So er sagt, nu wollen wir gehen uitfangen, als es wirklich so schlecht ist. Die Männer gingen dann los, du wirst was Männer taub, 3 Männer kamen nach Abraham, ein von denen wird so ein Beispiel von Gott und 2 von denen werden so Engel. Die 2, die gehen nicht weg. Die Männer gingen dann los nach Sodom abtau, aber Abraham stellt sich vor dem Herrn an. Eigentlich, was ich hier will machen, was wir können lernen aus das, ist, wenn wir wollen eine Vertal haben mit Gott, dann ist es wichtig, dass wir uns vor Gott anstellen tun. In anderen Worten, dass wir Zeit nehmen tun für das. Und so Abraham, er wird hier nun, er vertalt mit Gott, er wird nicht Druck mit allerhand anderen Dingen tun. So wird es wichtig genug, dass er nicht gut das kriegt wird tun und nicht die anderen Dinge. So das ist ein wichtiges Ding. Vers 23. Und Abraham stellt Gott eine Frau, stellt ihm die Frau. Wirst du wirklich die unschuldige Taub mit dir, die schuldig sind, umbringen? Wirst du das wirklich tun, Gott? Und was ich hier will machen, ist die Sort vertal, was Abraham und Gott haben. Abraham ist nicht ein Robot. Er ist eine Person, und er wird nu eine vertal haben mit Gott, und er wird Gott, er wird negocieren mit Gott. Er wird handeln mit Gott. Das ist, was wir machen sollen. Wer wir sein, sagt Abraham. So, das ist mir jetzt, wer wir uns mal vorstellen, Gott. Stell dir mal vor, wer wir sein, du sind 50 Unschuldige in der Stadt. Wirst du dann die ganze Stadt vernichten und die nicht für die 50 Unschuldige verschonen? So, er fängt hier an zu negocieren mit Gott. Wenn du 50 sind, wirst du nach aller Tod merken. So wird doch nicht bei dir verkommen, Gott, würde. So wirst du niemals tun.
Das ist ein bisschen, als wenn Abraham Gott sein Arm in Bett drehen hat. Gott, wirst du das tun? Verpfafft so wirst du nicht tun. Dat de afschuldige met die, die zich verschuldigd gaan, taub omgebracht wordt. Dan wordt de afschuldige dat krijgt zo gewoon als de schuldige. Zo wordt hij nog niet verkomen, wordt het God? De rechter voor de ganze eer, wordt ook reich handelen. Zo hij dat God hier met zo de arm draaien. En de Heer zegt, wanneer ik 50 afschuldigen en zo omving, waar ik dat ganze stad om de 50 erdhalven verschoon. Kaun denkt Abraham, nu hebben we daar een beetje opgemerkt, nu gaan we daar gaan. So, Gott hat groß gesagt, für 50 Personen, wat er die ganze Stadt schauen. Aber Abraham ist nicht zufrieden mit dort. Abraham leidt an, aber noch nicht durch mit Gunen. Und seht, nu zie ik zo driest geweest dat ik zum Herrn red, wanneer ik doch mal stof en oors zie. So hij dat zich zei, ja, duimutje, en zei, ik zijn mal stof, ik zijn mal oors, aber ik wil nog meer van die God. En wanneer on de 50 nog 5 fehlen, wist u om de 5 erdhalven de ganze stad vernichten? Het is interessant, wo hij dit zei dat. Hij denkt nu aan bloos de 5, niet aan de 45. God zegt ja te 50, so hij proeft den rof te krijgen, nu redt hij bloos van 5. So bloos van 5 mensen, God, de veel maar 5. Bloos van de 5, wist het niet doen woest. En de Heer zegt, nee, wanneer ik 45 afschuldigen ving, wil ik de stad niet vernichten. Aber hij is niet tevreden. En Abraham redt nach waar en zegt, wanneer er 40 zijn. So we weten, Gott ja voor 5 bij, we hebben nog eenmaal 5 erbij. Er wanneer maar 40 zijn. En hij kreeg de antwoord, nee, ik wil het niet doen, wanneer er 40 zijn. Kijk, nu hebben we den al 10 rof gekregen. So hij gelooft, en steht nu bloos 5 op eenmaal, nu willen we een gratrenstoop nemen. Dan zegt Abraham, bitte schijn haar, wordt mij niet schwierig. Ik zei, wanneer du bloos 30 vingst, so nu hebst dat 10 leer. Wanneer du bloos 30 vingst, nee, kwam de antwoord, ik wil het niet doen, wanneer ik door 30 ving. Abraham zegt, ik weet dat ik ze zei driest, zo zum Herrn te reden, aber wanneer er 20 gevangen worden, nog eenmaal 10 hupsen. En de Heer zegt, om 20 halven, wil ik die niet vernichten. En Abraham zegt, mocht de Heer doch niet met mij schwierig worden. Wanneer ik bloos nog eenmaal red. En wanneer er 10 gevangen worden. En de Heer zegt, om 10 halven, wil ik die niet vernichten. Dat is interessant, want Abraham, hij is de voeder van de Juden. En wie zeggen manchmal, de Juden bloos roof. Dat is van waar het komt. Ik zei het niet op een slechte weg van de Juden. Aber Abraham deed Gott roofjuden. Hij ving met 50 aan, nu heeft hij den roofjuden 10. Nu is het interessant. En de Heer verleidt Abraham als zij nu uitgereed hadden. Abraham ging terug naar zijn huis. Deze vertaal wat ik wil gaan, wat we hier morgen doen, is dit is een werkelijke vertaal. God redt hier niet met een robot. Wat plus alles krijgt zo, dat in een minuut en 10 seconden, zo is God dat wel gaan. God redt niet met een robot hier. Hij redt met een persoon. En ik geloof dit je God goed. Zo'n soort vertaal gaan. Man bet uittuschen. Nu inga houding gaan. Van ze stit God. Van ze stit God. Wist het ze stit doen? Wat geloof van zijn stit God? Dat zou zijn vertaal houden. En ik geloof dit is een bijspel voor ons, waar we kunnen een vertaal hebben. Abraham deed dat niet op een oneerlijke weg, maar hij deed dat als wanneer hij met een vriend vertalen deed. En zo God redt niet naar roboten, God redt te mensen. Dat is ons tweede punt. God redt te mensen. Groot zoals we door een bijspel houden in de Bijbel, waar God met Abraham redt, zo zijn we vele bijspellen in de Bijbel. God redt met mensen. Hij redt met Adam en Eva als zij in Garten waren. God redt met Noah als hij zal den arche bouwen. God redt met Abraham. God redt met Isaac. God redt met Jacob. God redt met Jozef.
Gott redet mit Daniel. Gott redet mit David. Gott redet mit Saul. Gott redet mit Samuel. Gott redet mit seinen Jüngern. Gott redet mit Paulus. Gott redet mit Johannes. Und Gott redet mit uns. Das ist nicht, dass er 2000 Jahre trägt, abhören deed mit Reden. Er redet nach Himmel. Er redet zu Menschen. Letzte Sinn noch so, wie meine Schub hören, meine Stimme. Gott redet zu Menschen. Wir sehen das in den Vers in Johannes, wo Jesus das ausleihen und sagt, wo das schaffen wird. Wenn wir wollen Christen, wenn wir Jesus annehmen, dann kriegen wir eine wahre Geburt und dann kriegen wir den Heiligen Geist, was an uns nennen kommt. Und so, wenn wir in Christ sind, dann wohnt der Heilige Geist, der Gott ist, er wohnt einfach an uns bin. So die Frage ist, wo wen ist der Heilige Geist an uns bin? Ist der an uns bin, zum nu bloßstell sein und nicht sein? Wird Gott an uns nennen tragen und dann für das ewige Port von uns Leben ganz still sein? Merkt dort, hat Sinn. Jesus redet von das. In Johannes 16, Vers 12, ich kann noch viel zu sagen, sagt Jesus, aber je können dort noch nicht vertrauen. Aber wenn der Geist, der Wahrheit ist, kommen wird, der wird ihnen die volle Wahrheit lehren. Er wird nicht von sich selbst reden, er wird bloß dort reden, was er gehört hat, und wird ihnen sagen, was noch kommen soll. Und so Jesus sagt, ich muss von hier weg, aber ihnen fehlt nach mir zu weiten, der Heilige Geist kommt, er wird an ihnen wohnen und er wird zu ihnen reden. Er wird ihnen Dinge sagen. Und das, was wir von dir beleben können. Gott redet zu Menschen. Weil ihr manchmal glaubt, wie ein Trouble, was wir haben mit diesem ganzen Thema von, ob Gott redet oder nicht, glaube ich, erst dort. Wir glauben dort in der Bibel, redet Gott immer mit den Menschen, so wie so in der Geschichte mit Abraham und dem Mann, was du willst. So einfach ein Mann verarm, sei verteilen, so wie mit einem Menschen verteilen. Wir glauben, so dort ist das immer passieren. Und wenn ich dort nicht so dort belebe, dann redet Gott nicht zu mir. Das ist, was wir manchmal glauben. Aber wenn wir tiefer in die Geschichte angehen, so in den Alten Testament, und wir sehen die Exemplus, wir sehen dort, wir lang nicht immer so dort Gott kam mit einem Mensch vertellen. Er redet auf andere Wege. Und er redet auf so einen Weg, dass sie nicht mal mehr wissen, ist das Gott, was zu mir redet, oder nicht Gott, was zu mir redet. Ich glaube, so es dann passieren manchmal, dass Gott redet durch ihren Yes, sozusagen, durch ihre Gedanken auch. Und so, sie wissen nicht mehr, was soll ich nun tun, ist das Gott oder nicht. Zum Beispiel, was wir haben, das ist in Hebräer Kapitel 11, das ist das Glaubenskapitel. Und so, das sind, wo mehrere Menschen abgenannt wurden, die im Alten Testament leben deuten. Und der Schreiber sagt, diese Menschen, sie lebten im Glauben. Und er beschreibt auch, was Glauben ist. Glauben ist die Sicherheit in Dingen, die wir nicht sehen. Und so, wenn sie in Glauben leben deuten, dort meint so viel, sie sahen dort nicht alle. Sie können nicht alle mit ihren Augen sein, was da anging. Und aber sie mussten eine Entscheidung machen, wo ich glauben, dass das Gott ist, was zu mir reden wird, und dann was du mit tun. Ein Beispiel, wo wir haben, ist Gideon. Gideon hat wieder ein von den Rechten über Israel. Und Gott kommt und raubt Gideon einen Tag, als er schaffen wird. Und Gott, sein Engel, kommt erst an und redet mit Gideon. Und dann aber der Engel, der geht weg über dem, und aber Gideon bleibt in der Vertrag mit Gott. Aber du hast keiner durch. Und so kann es nicht sein. Und wir sehen in Vers, in rechter Kapitel 6, Vers 17, Gideon aber sagte ihm, wenn ich fertig genug gefangen habe, dann gib mir ein Zeichen, dort wirklich der Herr selbst mit mir redet. Gideon will ein Zeichen, um sich sicher sein. Ist das Gott, der mit mir redet? Ich bin mir nicht sicher.
Ich habe Angst von was du mir sagen lässt. Ist es wirklich die Gott? Und am fehlenden Teken. Und so ich glaube dort, vielmal in den Alten Testament, wo sie vertalen deuten, wir dort nicht so eine physische Person, was fair entsteht. Ich weiß, dort passiert nochmal, wir losen dort kurz. Aber wir lang nicht immer so dort. Gott redet vielleicht durch einen Traum. Gott redet zu Daniel mit Erklärung über einen Traum. Und verschiedene Exempel haben sie dort. Manchmal glaube ich, dass es eine physische Person, die vor mir steht, die mit mir vertalen mit einer Stimme, wo ich ab Lüdes hören kann. Und aber in der Bibel sei wie viel dort passiert nicht so dort. Da wird anders dort. Und so ich will das sagen, bloß zum uns merken, Gott kann reden even auf andere Wege, als physisch für uns tun. Ich glaube, das passiert manchmal. Ich glaube, das passiert von der ersten Tag nach manchmal so dort. Aber allgemein redet er anders. Und aber Gott redet nicht zu Robotern, Gott redet zu Menschen. Er will ein Vertrauen mit dir. Der letzte Ding ist, Gott redet zu Frint. Gott redet zu Frint. Wir haben ein paar Versen, die nicht wiesen, in 2. Mose 33, Vers 11, der erste Part. Der Herr redet direkt mit Moses, so als ein guter Freund mit den anderen. In Jakobus 2, Vers 23. Und so wird dort, so als die Schrift sieht, Abraham glaubt Gott, und dort wird ihm aus Gerechtigkeit ungerechnet, und er wird Gott sein Freund genannt. Abraham wird Gott sein Freund genannt. Paulus sagt dort, wenn wir nun in Christ waren, wir kommen in den selben Glauben an, was Abraham hat. Und wir kriegen die Segnungen, was Gott sieht, wurden durch Abraham, sie nur kommen. Und wir waren Part von der Versprechung. Und so kriegst du Abraham in Frint genannt wird von Gott, so wie nu in Frint genannt von Gott. Wir sagen ihr dort Leid, ich sehe, wer du sagst, ich sehe. Dat is een zeer schijnend Leid, die heeft een diepe Meinung von mir. Wenn's, ik denk mal, ik heb manchmal metgedeeld, aber ik denk mal eine Zeit durch, wo ich sehr kämpfen deed mit den Raub, was Gott op mijn leven hat, zum ein Pastor sein, zum ein Prediger sein. Ich bin abgewachsen, mein Dad wird ein Prediger, er fängt an zu dienen, als ich 10 Jahre alt wird. Und so, ich wusste, was es meint, ein Prediger sein Kind zu sein. In andere wird ich wusste, Part von der Preis, was die ganze Familie tun wird, wenn der Papa einen Raub hat. So steht. Und so, ich halte mich ein bisschen zurück von dort, wenn ich will das nicht für meine Familie. Und so, ich kämpfe mit diesem ganzen Ding. Dann kam das Raum, dass ich Gelegenheit hatte, einen Monat in eine Konferenz zu nehmen in Gateway Church, Kairos heißt dort. Da sie haben da vielleicht 4-mal das Jahr ein Event von ein paar Tagen, wo sie Menschen helfen mit Freiheit in Jesus. Und so, wir fuhren da hin, ich nehme den Mann da hin, und ich dachte so, wenn ich eine Weg hier sein, dann wollte ich das auch durchgehen mit Armtaub. Und dann, in der ersten Session, was sie hatten, sie haben Gelegenheit, da wir wurden ein bisschen still worden, und horchen, was sagt Gott zu dir. Die Ursache, wenn sie dort deuten, ist, wenn es viele Mal haben wir allerhand Leines abgeführt in uns Leben, über wer wir sind. Der Feind hat uns Leines in uns Leben angebracht, und wir glauben, dass es nichts mit uns. Das meint nichts mit uns. Oder vielleicht keiner gleicht uns. Oder wir haben keine Guven. Oder was immer die negativen Gedanken sind, die er an uns anplanten hat. Und so sagen, wenn wir mal ein bisschen Zeit nehmen, um dort zu Sied schieben und mal horchen, was sagt Gott zu uns? Wer sagst du, dort ich sie? Und dann fangen sie mit dort an, und dort nicht eine halbe Sekunde. Und dann hier ganz klar, so ist ablüdes, dort Gott sagt zu mir, du bist ein Pastor. Er redet zu mir, ganz klar. Und ich will Ihnen sagen, die Energie, die dort läuft, die Sicherheit, die dort läuft, die Friede, die dort läuft, die Friede, die dort läuft, ist nicht zu beschreiben. Ein Wort von Gott merkt einem lebendig. Und das, was er zu mir sagt, kriegt das Ding, was ich mit kämpfen will.
Ich vroeg nicht mal, was dort denkt. Ich dachte nicht mal in dem Moment, was dort denkt. Aber hij dacht und dort denkt und hij zei dat. En ik kon nu verder weg gaan met zekerheid, dat ik wist wat Gott van mij wil. Hij had een roep op mijn leven. En dat verandert mijn leven. Die roep is vielleicht nicht unbedingt ein Prediger sein. Und das ist nicht nötig, dass wir alle Prediger sind. Aber Gott hat einen Roep für dich. Und er redet zu dir. So uns in Frint. So die Frau ist nicht, aus Gott reden wird. Die Frau ist das Horchen. Das du hören. Nimmst Zeit zum Hören, was Gott zu dir sagen wird. Weet je, Gott, hij kwam en hij heeft zijn leven voor ons, omdat hij wil zijn vriend raden. Hij zegt, Jesus redt zu seinen Jüngern, Johannes 15, Vers 13. Keiner heeft meer Raum an den Nächsten als dit, dat hij zijn leven voor zijn vriend heeft. Dat is wofür Gott die leven deed. En wanneer we van diesem Thema reden, von Gott hier, ik weet dat voor ons, ein sehr wichtig Ding oder eine große Ursache, wo wir wollen Gott hören, als wenn wir wollen mal wissen, was wir tun sollen im Leben. Gib mir mal Richtung, Gott. Sag mir mal, was ich soll tun. Aber das ist nicht die größte Ursache, wo wir in Gott mit dir reden wird. Die größte Ursache, wo wir in Gott mit dir reden wird, ist, wenn er will Verhältnis mit dir. Er will dich kennen und dass du am kennen wirst. Wenn er nennt dich ein Freund. En hij nandt die een vriend voor die hebt voor am leven duits. Hij heeft zijn leven al op voor die, als die nog niets van hem was. Dat is waar hij deze verhältnis hingeron is. En zo wie hadden de gelegenheid, eerstens, om een verhältnis aanvangen met hem, wat we nog niet hadden. En dat we zeggen, Jesus, ja, dankzij wat u voor mij doet. Ik neem die aan en ik leef voor die. Ik wil verhältnis met die. En zo, wanneer du van dir hier bist en du wirst diesen verhältnis met Jesus aanvangen in dein leven, dan moet ik die moed merken, Luther wordt de gelegenheid zijn naar fern te komen en te beten. En Jesus aan te nemen als die Radar en diesen verhältnis aanvangen. Dat is wunderschön. En vielleicht bist du hier von dir und du bist al een Christ. Du hast das al angefangen, aber du sagst, ich will wachsen in diesem Verhältnis mit Gott. Dat is zijn Willen voor die. Du bist een Schub en zo du kannst zijn stem hier. Ik wil die moed merken zum wachsen in dit. Neem tijd zum van hem hier. Neem tijd zum diese Richtung kriegen en dan wanneer du dat eerst hast, dan doe dat wat zegt. Zie true. Wat je Gott redt zu seinen Freunden. Gott redt zu seinen Freunden. Wir haben den Verrecht, seine Freunde zu sein. Das ist wunderschön, amen. Das ist ein Verrecht, wo wir uns nicht mehr verstellen können, die Segnungen, die damit angebunden sind. Wer wir abstehen und wer wir beten. Gott, ich danke dir, dass wir dich kennen. Ich danke dir, dass wir ein Verhältnis haben mit dir. Ich danke dir, dass du zu uns reden wirst, so als zu Freund. Und Herr Jesus, was sagst du zu uns nu Krieg? Was wirst du zu uns sagen? Ich bete, dass diese Weg, dass wir wollen Zeit nehmen, zu mit dir Verhältnis haben. Und ihn Wort nennen, checken, und du anfangen an sagen, was du zu uns sagen wirst. Dass wir wollen wachsen können in diesem Verhältnis von dir, wenn du was uns Freund sein. Dankeschön, Jesus, dass du die deren aufmerken darfst, dass wir können Verhältnis haben. Und dass wir nicht dürfen eine List bloß nur kommen von Menschenregeln, aber wir können die kennen. Ich bete, dass wir wachsen wollen als Zeug durch diese Zeit und diese Botschaften und uns Verhältnis mit dir. Ich bete in die Namen Jesus. Amen. Tut mir
geredet en hij heeft gezegd dat hij nannt die Frint. Dat is een gouden ding. En zo wie loopt een beetje jeder einem aan van de vers wat er wel terugkomt, gebed veel. Vielleicht van de dingen wat we geredet hebben, die dat niet ganz verstaan wil, als dat hij mijn vriend naam. Kom terug, waar we met die te reden en met die te beden. Vielleicht so ganz wat anders in die leven, ganz wat anders wat er aangeht, wo die help veel. Kom terug en wel we die helpen. Had al een gezegende dag, Gott met jullie.